Ja, die Ära 2.0 für Donald Trump hat begonnen. Wir jagen hier an der Wall Street von Schlagzeile zu Schlagzeile und interessanterweise hängen uns die europäischen Aktienmärkte in diesem Jahr ab. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Stefan Breintner, Leiter Research und Portfolio Management bei DJI. Mein lieber Stefan, der deutsche Aktienmarkt und Europa, beide Märkte performen wesentlich besser als die Wall Street in diesem Jahr und das, obwohl Donald Trump im Amt ist und das Risiko von Zöllen ja durchaus noch gegeben ist. Was sorgt für diese überdurchschnittlich starke Performance? Ja, ich glaube, auch wenn es zuletzt einen Anstieg gab, wenn man es ein bisschen längerfristig anschaut, sind die Investoren einfach in Europa und Deutschland nicht so stark drin wie in den USA. Dann haben wir hier in Europa einen relativ gut laufenden Bankensektor, jetzt auch in der Berichtssaison mit soliden Zahlen, der den ganzen Index treibt und stützt. Wir haben generell, Unternehmen, die nicht, schlecht berichten und das Surprise-Überraschungsmoment auf ihrer Seite haben. Und Europa ist halt auch nicht teuer und all das hilft momentan. Wir haben auch das Thema der amerikanischen Notenbank, die jetzt ja anscheinend erstmal ein bisschen abwarten wird, während die EZB immer noch im Zinssenkungsmodus ist. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Währungskomponente aus, auf den Euro? Und was bedeutet das für das Ertragswachstum der Unternehmen in Euroland? Wenn man sich's im Jahresvergleich jetzt anschaut oder wenn man dann weiter in dieses Jahr hineingeht und dann eben guckt, bei welchem Euro-US-Dollar-Verhältnis war man 'n Jahr zuvor, dann müsste die Währung auf jeden Fall 'n klarer Rückenwind für diejenigen Unternehmen sein, die in Europa produzieren, aber eben in Dollar dann fakturieren und einnehmen. Also, Währung ist für Europa 'n klarer Rückenwind und ja, du hast es grade gesagt, die Europäische Zentralbank wird mehr senken als die amerikanische. Spricht eigentlich weiter für 'n Dollar, wobei hier ist 'n bisschen schwer einzuschätzen, was schon eingepreist ist und was nicht. Gibt es Sektoren, die ihr in Euroland, in Europa besonders bevorzugt? Wir mögen weiterhin Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, aber auch Börsenbetreiber. Das ist einfach 'n Sektor, den wir aus, Aspekten wie nicht so stark betroffen von möglichen Zöllen, Profiteure des weiterhin höheren Zinsniveaus, analytisch oftmals nicht zu teuer und gute Gewinnperspektive auch in diesem Jahr mögen. Wir mögen auch den Baubereich. Ich meine, die meisten europäischen Werte sind beispielsweise auch global gut aufgestellt, haben auch ein höheres US-Exposure. Hier gibt es ja auch immer noch die Fantasie, dass es ein gewisses, Potenzial geben könnte, wenn es in der Ukraine zu einem Frieden kommt und wieder aufgebaut wird. Also, das wäre noch mal so eine kleine Option on top. Vorsichtiger sind wir hingegen weiterhin bei vielen zyklischen Sachen. Also, da trauen wir uns nicht so ganz rein. Denken auch, dass die ganze Geschichte rund um die europäischen, deutschen Automobilproduzenten mit der China-Problematik noch nicht ausgestanden ist. Was bedeutet denn die Unsicherheit, die wir immer noch durch die Trump-Administration haben? Wir haben ja aktuell immer noch täglich Schlagzeilen, Zollandrohungen, die dann wieder vertagt werden, teils zurückgezogen werden. Welche Unsicherheit bedeutet das für euch als Portfolio-Manager? Ja, es ist halt schwer abzuschätzen, was als Nächstes kommt, ja. Und, oftmals dann an dem Tag groß zu reagieren, schwierig. 2 Tage später kann's schon wieder ganz anders ausschauen. Also, was man auf jeden Fall sieht, ist, wenn eine Ankündigung kommt und die Märkte reagieren darauf zu intensiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Ankündigung die nächsten 2, 3 Tage wieder revidiert wird und wir die Gegenbewegung haben. Also, ich habe manchmal den Eindruck, Donald Trump schaut mehr auf die Börsenkurse als auf alles andere. Das wäre ja dann im Prinzip ein ganz gutes Signal, denn wenn es ihm darum geht, den Aktienmarkt hochzuhalten, dann wird er in Sachen Zolldrohung ja wohl in der Tat es wohl eher bei einer Bedrohung sein lassen, um den Aktienmarkt auch bei Laune zu halten. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir hier in den Vereinigten Staaten eine Wirtschaftsabkühlung bekommen oder bleibt die Wirtschaft zugunsten der Wall Street auf Kurs? Ich glaube ehrlich gesagt, sie bleibt jetzt erst mal auf Kurs und kann dir vielleicht auch mal so 'n bisschen aus jüngsten Gesprächen mit einigen industrienäheren US-Unternehmen, Feedback geben. Ich meine, bei denen waren die Gewinne die letzten beiden Jahre ja nicht so prickelnd. Also, 23 und 24 waren sehr wenige Werte, die die Gesamtgewinnentwicklung im S&P 500 getrieben haben. Viele andere hatten sich schwerer getan, aber, die schauen doch sehr, sehr optimistisch in die nächsten Monate und, erwarten jetzt ein Anziehen des Gewinnwachstums.
Ich höre auch immer wieder, dass dem US-Konsumenten sehr, sehr gut geht und da generell die Perspektive nicht so schlecht ist. Also ich glaube schon, dass in der Breite die Gewinne im Jahresverlauf auch in Amerika besser werden. Und die große Wirtschaftsabkühlung, die sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht. Das würde ja bedeuten, ne, wenn wir ein Ertragswachstum also bekommen in diesem Jahr, die offiziellen Schätzungen für den S&P liegen, glaube ich, bei etwa 11% um den Dreh, dass die Wall Street, dass der Bullenmarkt erstmal intakt bleibt. Was wird denn die amerikanische Notenbank machen? Die ist ja mittlerweile auch etwas lauter geworden, was das Thema Trump betrifft. Bleiben die Zinsen unverändert oder seht ihr weitere Zinssenkungen? Und wie wird sich das auf die Aktienseite auswirken? Ja, ich denke, diese 2 Zinssenkungen, die es in diesem Jahr, ab Sommer geben könnte, das ist schon 'n realistisches Szenario. Groß mehr glaube ich nicht, weil dafür ist die Wirtschaft einfach zu stark und auch der Arbeitsmarkt weiterhin zu gut. Deswegen Donald Trump wünscht sich natürlich mehr Zinssenkungen, aber mehr Zinssenkungen könnten ja dann auch die Inflation wieder ankurbeln. Also, ich glaube, das realistischste Szenario sind eher diese 2 Zinssenkungen in diesem Jahr. Und wenn die Wirtschaft dann sich weiter gut hält, würde ich sagen, ist es auch weiterhin 'n positives Szenario für die Märkte. Welche Risiken gehen denn mit der Zollpolitik von Donald Trump einher? Es geht ja letztendlich gesehen auch darum, dass selbst wenn er die Zölle nur androht, dass damit das Vertrauen der Unternehmen mit untergraben werden könnte. Viele sorgen sich, dass Inflation bei Umsetzung von Zöllen aufflammen könnte. Wo seht ihr denn die Chancen und wo seht ihr die Risiken dieser Politik von Trump? Also, Risiken würde ich, zunächst auf jeden Fall mal sehen, wenn es mit Mexiko 'n richtiger, Handelskrieg wird. Also, wenn er 25% Zoll dann doch durchsetzt, Mexiko reagiert. Meine, die Amerikaner oder die US-Wirtschaft hängt doch schon sehr, sehr an der Produktion und Fertigung in Mexiko. Und wenn alle Güter, die aus Mexiko in die USA gehen, massiv teurer würden, das würde definitiv einen inflationären Impuls haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele chinesische Güter über Mexiko auch in die USA gehen. Also ich denke, Mexiko muss man hier ganz genau im Auge behalten. Ich denke, Europa ist für die USA verschmerzbar, wenn hier mehr Zölle kommen. Ich glaube auch nicht, dass Europa zu sehr dann mit Gegenmaßnahmen hier korrelieren wird. Also ich denke, Mexiko muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber wenn ich jetzt mal so diese ersten Wochen, seitdem er im Amt ist, rekapituliere, dann sieht man ja schon, das ist immer wieder so Deal gegen Deal. Ja, kommt ein Zoll, dann kommt als Gegenmaßnahme, nein, ich stationiere 10.000 Soldaten an der Grenze und schaue, dass niemand rüberkommt. Dann kommt der Zoll wieder doch nicht so in der Art. Also ich glaube, es wird so, ja, eskalieren, um zu deeskalieren. Das wird sich weiter fortsetzen, aber insgesamt glaube ich, dass er mit seiner Administration ganz, ganz stark diese Pro-Business, Politik da durchziehen wird. Ich glaube, das größte Risiko, Markus, ist, wenn die Amerikaner wirklich anfangen würden zu sparen und ihr Haushaltsdefizit massiv verringern würden. Das, denke ich, ist mit das größte Risiko. Ja, das wird natürlich absolut spannend bleiben, denn wenn man sich anschaut, dass die US-Regierung ja auch sehr bemüht ist, jetzt zum Beispiel die Mitarbeiterzahlen auf Staatsebene zu reduzieren. Man redet bei uns hier von 10%. Da geht er natürlich wirklich mit der Axt vor, muss man sagen. Also da gibt es viele Chancen, auch Risiken. Ich bin wirklich gespannt. Würde er sich nicht wirklich mit 25% Zöllen auf Kanada und Mexiko so sehr in den eigenen Fuß schießen, dass das zu guter Letzt nie im Leben kommen kann. Also, das ist doch zu Lasten der Vereinigten Staaten. Absolut. Ich glaube auch, dass er sich, wenn er so gegenüber diese wichtigen Handelspartner vorgeht, da schießt er sich wirklich in den eigenen Fuß. Ja, das verteuert das Leben auch seiner Wählerschaft. Das verteuert viele Güter, die auch eben seine Wählergruppen gerne kaufen. Ich glaube, da schießt er sich zu sehr in den Fuß. Ja. Ich denke, was anderes ist es mit China. Ich glaube, da werden wir schon noch mehr sehen. Und ich glaube, wir werden da auch mehr sehen auf der technologischen Seite. Also ich denke mal, das Thema Chip-Restriktionen und Co., insbesondere nach DeepSeek und Co., da werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch mehr sehen, meiner Meinung nach. Der Vorstand von JP Morgan, Jamie Dimon, hatte unlängst betont, get used to it, get over it. Also diskutieren wir eigentlich viel zu viel über das Thema Zölle und zu guter Letzt wird das durch Währungsfaktoren und andere Ereignisse schon wieder mehr oder weniger ausgeglichen. Also man sollte sich lieber auf das Business fokussieren, das Business as usual. Ja, da habe ich ein ganz interessantes Beispiel. Nimmt man mal eine
europäische Luxusfirma als Beispiel, die die USA als großen Markt hat und sagt man, okay, es kommen 10% Zölle, dann sind die, wenn man es im Jahresvergleich sich jetzt anschaut, hat die Währung im Endeffekt den 10% Zoll für die mehr oder minder komplett kompensiert. Also das steckt drin. Ich glaube, dass die Unternehmen schon mehr used to it sind und viele auch eben schon damit geplant haben, dass da was kommen könnte. Aber ich glaube auch, dass die Aussage von Jamie Dimon, get used to it, das ist jetzt nun einmal so, nehmt diese Herausforderung an, dass man das einfach so machen muss. Und ich glaube, inzwischen ist einfach der Markt und die Investoren auch an das Ganze besser gewöhnt. Ihr sagt ja immer, dass man sich eigentlich gar nicht so sehr auf die Regionen konzentrieren sollte. Man sollte sich auf die besten Unternehmen fokussieren, die egal in welcher Region letztendlich sitzen, um es mal salopp zu fokussieren. Wenn ihr jetzt mal nach vorne blickt, Februar, März, die kommenden Monate, worauf achtet ihr jetzt besonders, was eure eigene Strategie betrifft? Ja, wir schauen halt schon, dass wir insgesamt im Portfolio nicht zu viele Unternehmen im Portfolio haben, die, sage ich mal, zu hoch bewertet sind. Also ich denke, wenn man jetzt nochmal ganz kurz zurückblickt, 23, 24 stark getrieben, alles von den Mag 7. Es haben wenige Aktien gereicht, um eine gute Performance zu erzielen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal vorbei. Also die Werte sind sicher nicht uninteressant, aber ich denke, es macht Sinn, die in niedrigerer Gewichtung, wenn man sie hat, zu haben. Ich glaube schon, dass die Marktbreite da zurückkommt. Ich glaube auch, dass Sektoren zurückkommen, die eben die letzten Jahre eine schlechte Gewinnentwicklung hatten und es wird jetzt ein bisschen besser. Also in dem Sinne gehen wir davon aus, dass der Investor mit einem breiteren Portfolio, ja, gegenüber dem ultrakonzentrierten Portfolio in diesem Jahr besser laufen könnte. Wichtig natürlich ist, dass die Gewinne nicht wegbrechen, also dass man hier weiterhin einigermaßen ordentliches Gewinnwachstum hat. Und wir schauen halt besonders, dass wir keine zu hoch bewerteten Firmen im Portfolio haben, die eine gewisse relative Schwäche zeigen. Also ein sehr teures Unternehmen, das schwächer als der Marktlauf läuft, das ist immer ein Risiko. Du hast das Thema Marktbreite schon ganz kurz angesprochen und das ist in diesem Jahr ja tatsächlich ein ganz interessantes Phänomen und etwas, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Wenn man sich die magischen 7 Aktien mal anschaut, sind es im Grunde genommen nur noch ein oder zwei, die in diesem Jahr wirklich gelaufen sind. Ein Wert besonders stark, während die anderen alle durchatmen. Und wir sehen auf einmal, dass der S&P 500 durch Sektoren hochgehalten wird, die in den letzten Jahren eigentlich kaum gelaufen sind. Also eine bessere Marktbreite an der Wall Street, bei euch in Europa letztendlich auch. Woran liegt das eigentlich und wie nutzt ihr das? Ja, wir waren ja immer breiter aufgestellt. Also wenn man jetzt mal die Mag 7 nimmt und dann sieht, ja, so 33, 35% Indexgewicht. Wir hatten ja auch diese Werte, nicht alle, aber ein Teil davon, aber nie halt auch nur annähernd in dieser Gewichtung. Und wenn du unsere Fonds nimmst und reinschaust, dann findest du halt eher so 80 bis 100 Titel und eben auch aus verschiedenen Bereichen, Sektoren. Und da hilft uns natürlich schon, wenn da diese ganze Breite da etwas zurückkommt. Ja, weil wenn es nur 7 oder 10 Aktien sind, wer hat die denn schon mit 4 oder 5% Gewichtung im Portfolio? So gut wie niemand. Dann ist es einfach schwer mitzulaufen. Und wenn die ganze Masse kommt, dann hat man halt gegenüber diesem konzentrierteren Index auch bessere Chancen, hier out zu performen. Liegt das letztendlich gesehen auch daran, dass das Gewinnwachstum der anderen Sektoren ein bisschen mehr an Dynamik gewinnt, während das Gewinnwachstum vieler großen Tech-Werte ein bisschen an Dynamik verliert? Da gibt es ja auch diese immens hohen Investitionen, die auch erstmal die Margen ein bisschen belasten müsste, oder? Ja, ich glaube schon, also die werden nicht mehr ganz so gut wachsen wie die letzten beiden Jahre. Sie werden schon noch wachsen und auch in diesem Jahr ein ordentliches Gewinnwachstum zeigen, aber eben nicht mehr so hoch wie die letzten beiden Jahre. Und der Punkt, den du als zweites genannt hast, das ist sicher der wichtigste. Das sind diese immens hohen Investitionen, die da getätigt werden. Aber es ist ja schon nichts Ungewöhnliches, wenn 60 bis 80 oder sogar 100 Milliarden pro Jahr von einem der Mag 7 Unternehmen investiert werden. Man muss sich mal vorstellen, 100 Milliarden CapEx in einem Jahr. Das ist eine Größe, davon träumen die meisten europäischen Unternehmen bezüglich ihres Börsenwerts. Und das wird hier in einem Jahr ausgegeben. Und ich glaube, dieses Rennen um die künstliche Intelligenz und hier die Vorherrschaft, das ist das Thema, was uns wirklich begleiten wird über viele, viele Jahre.
Und die Investoren und wahrscheinlich die Unternehmen selber auch, wissen halt nicht, ja, ob sie es wirklich so gut monetarisieren, wie sie jetzt das Geld dafür ausgeben. Ähm, Wobei ich sagen muss, es ist schon Wahnsinn, wie schnell alles da vonstatten geht. Also, wenn man schaut, wie gut ChatGPT und die anderen AI-Modelle relativ schnell in einem kurzen Zeitraum werden, was die alles können. Also, hier haben wir auf jeden Fall eine Entwicklung, die auch generell die Produktivität wahrscheinlich in der gesamten Wirtschaft noch mal gut nach vorne bringen wird. Ja, in Produktivität, da rennen die USA ja Europa auch schon relativ lange davon. Ist auch interessant zu sehen, dass jetzt durch DeepSeek eine OpenAI auf einmal auch über Open Source Modelle nachdenkt. Also das verändert sich jetzt hier mittlerweile sehr schnell, wirft natürlich auch die Frage auf, ob dann Unternehmen wie Nvidia langfristig gesehen nicht ein bisschen Dynamik verlieren. Aber in der Gesamtheit betrachtet, wenn man sich die Investitionen mal anschaut von einer Google, von einer Microsoft, von den großen Tech-Playern, dann müsste die Nachfrage in Sachen AI-Infrastruktur ja zumindest noch mal in diesem Jahr erheblich bleiben und sehr hoch bleiben. Mein lieber Stefan, wenn du jetzt ein Fazit ziehen würdest für Mhm. den Monat Februar, was würdest du sagen jetzt dies und jenseits des Atlantiks? Ja, ich denke, man kann eigentlich relativ konstruktiv weiterhin bleiben. Ähm, Europa ist 'n guten Tick günstiger als die USA, hat hier aus dem Bewertungsblickwinkel durchaus noch Potenzial. Ich glaube, Stockpicking zahlt sich vor allem in Europa aus. Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell haben und 'n gewisses Kostensenkungspotenzial, könnten positiv überraschen. Ich glaube, in den USA, gerade die Max 7, die Thematik, die wird man in dem Umfang wie im letzten Jahr nicht mehr sehen. Also, ich glaube, hier kommt die Marktbreite zurück. Hier muss man breiter aufgestellt sein. Ich finde auch die Anleihenmärkte nicht uninteressant, by the way, ja. Also, man findet immer noch, im mittleren Laufzeitenbereich viele interessante Unternehmensanleihen, 4 bis 5% Rendite. Also, wir denken ja 50-50 Portfolio, auch wenn die Börsen jetzt gut gestartet sind und die Anleihenmärkte outperformt haben. Aber wir sind ja auch erst im Februar, ähm, hat weiterhin 'n gutes Chance-Risiko-Verhältnis in 2025. Ja, vor allem bei den Renditen, die wir mittlerweile erreicht haben. Mein lieber Stefan, ich sage an der Stelle mal vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder beim nächsten Ausblick. Bis dann und ciao.